Sieht doch ganz gut aus. Wie sieht's aus? Ready für den Strand? Nur eine Sekunde. Wenn der Sommer kommt, werden einem die halbnackten Körper praktisch um die Ohren gehauen. Aber wenn ich so zurückdenke, war ich eigentlich immer ganz happy mit meinem Körper. Als Kind war ich immer ein Strich, aber hab von meinem Dad okay breite Schultern. Meine Ernährung ist durchs Veganleben und Selbstkochen eh ganz gut und Sport, naja, bisschen Hanteln gegen die Laucharme. Denn als Typ sollte man keine haben. Ein paar Sit-Ups für Sixpack. Ja gut, ein bisschen Sixpack-Ansatz. Und Squats für den Ass, weil gay. Und auch Straight Dudes wollen keine Streichholzbeine, weil ihm sonst alle ihre unlustigen Skip-Leg-Day-Memes schicken. Seriously, Körperbilddruck ist echt stressig, auch für Jungs. Eigentlich verunsichert mich sowas nicht, weil meine Eltern mir als Kind schon beigebracht haben, dass die Körper in Werbungen zu Models gehören, deren Fulltime-Job es ist, so auszusehen. Plus Photoshop-Retusche. Also dachte ich mir, da ich kein Fulltime-Model bin, reicht mein Körper auch so. Bleiben ja immer noch eine passable Fratze, meine Skills und mein Charakter. Ja, so habe ich immerhin den hottesten Typen der Welt als Boyfriend bekommen. Und was gut genug für ihn ist, muss gut genug für die Welt sein. I mean, look at him. Ist ja gut. Anfangs haben wir zu Hause immer zusammen trainiert. Auch weil wir uns versprochen haben, nicht das Paar zu sein, das sich gehen lässt, sobald man jemanden in der Tasche hat. Wir wollten uns immer für den anderen weiter anstrengen. Dann hat sich uns sein bester Kumpel angeschlossen. Und als die beiden ins Fitnessstudio wollten, meinte ich... Nee, lass mal. Ich habe das Gefühl, jeder Junge war zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal im Fitnessstudio angemeldet. Weil Pressure. Entweder durch die Medien, Werbung oder durch Freunde. Ich auch. Und was soll ich sagen? Meinen Gay-Ass zwischen grunzenden Muskeltypen zu trainieren... Gibt Besseres. Und mich muss die Öffentlichkeit so auch nicht sehen. Außerdem habe ich morgens maximal eine halbe bis dreiviertel Stunde. Das ist gerade mal der Weg zum Studio. Also war ich da raus. Ich machte meine Übung zu Hause und Costas und sein Kumpel gingen ins Studio. Nur fing er mit der Zeit an, immer mehr Muskeln zuzulegen. Und auch wenn ich das hot fand, weil jeder seit Kindesalter überall gesagt bekommt, dass das nun mal hot ist, schaffte ich es nicht mehr, das wie die Insta-Models und Werbung mit Photoshop-Retusche von mir abzukapseln. Shit, der will selbst aussehen wie die Fuckboy-Models, denen er auf Insta folgt. Ich dachte, wir wären auf einer, die sehen übertrieben, wir sehen wie normalos aus, Bases und dass das okay wäre. Er will halt aussehen wie das, was er hot findet. Ist doch normal. Da pass ich aber nicht rein. Und auch wenn er das nie gesagt hat, entwickelte ich plötzlich heftige Komplexe, was meinen Körper angeht. Ich begann mehr zu trainieren, härter und häufiger, obwohl ich dafür eigentlich gar nicht die Zeit hatte. Begann penibel darauf zu achten, was ich esse und wie viel. Aber egal, was ich tat, jedes Mal, wenn er sich im Spiegel auscheckte statt mich, fühlte ich mich hässlich. Als wäre ich abgehängt in einem Spiel, das ich von vornherein nicht spielen wollte und wurde absolut needy nach Bestätigung und Aufmerksamkeit. Mein Kopf fühlte sich an wie ein Wrack, weil ich plötzlich so unsicher war und das von mir gar nicht kannte. Aber als ich genau hinsah, merkte ich, ich war nicht der Einzige. Immer noch so viel Fett. 4 Tage die Woche, 2 Stunden Studio und immer noch nur das? Ist der bescheuert? Auch er war mega exhausted und klar, so ein Körper kommt zu einem Preis. Eine Menge Zeit im Studio und absolute Disziplin in der Ernährung. Noch mehr als ich, mit noch mehr Abstrichen in seinem Alltag. Und um sich Bestätigung zu holen, macht er 30 Fotos, von denen er das Allerbeste auf Insta postet. Wo es wieder andere Jungs sehen und denken, warum sehe ich nicht so aus? Ich meine, was tun wir uns hier alle eigentlich gegenseitig an? Ich habe Fitnessfreunde, für die es normal ist, an der Erschöpfungsgrenze des Kaloriendefizits zu leben und lieber früh schlafen gehen, als noch was zu machen, weil sie einfach nicht mehr können. Und am Morgen wenigstens eine winzige Portion Joghurt mit Proteinpulver auf sie wartet. Irgendwie ist es doch da kein Wunder, dass sich die Körperwahrnehmungsstörung Muskeldysmorphie gerade wie eine Epidemie unter Männern ausbreitet. Sie ist ähnlich wie die Magersucht, nur eben... Muskelsucht? Ja, und ihre Folgen sind häufig Essstörungen und psychische Erkrankungen, die aber meist hingenommen werden, weil sie als Preis für die Attraktivität verbucht werden. So hat sich das jahrzehntelang für euch angefühlt. Mir hat geholfen, mich daran zu erinnern, wer ich bin und was ich an mir mag.
Ich wollte nie aussehen wie alle anderen und zu sehen, wie meine Freunde im Fitnessstudio strugglen und trotz Muskeln und Sixpack immer noch unzufrieden und unglücklich mit sich sind, wirkt wie Losrennen mit der Gewissheit, nie im Ziel anzukommen. Das heißt, nicht jeder im Fitnessstudio hat eine Muskeldysmorphie, aber darum geht's ja hier auch gar nicht. Ich finde, das Wichtigste ist, den Preis zu kennen und sich immer vor Augen zu führen. Wenn ich einen durchtrainierten Körper sehe, sehe ich den durchgetakteten Essensplan, die Ergänzungsmittel, die Shakes, das Geld. Aber in erster Linie die Stunden Arbeit, die da drin stecken und was ich persönlich mit der Zeit hätte alles anfangen können. Und dann denke ich eher... Nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Trotzdem hat jeder eigene Prioritäten. Und manch einer denkt, wenn er genau denselben Körper anguckt, geil, genau da will ich meine Zeit reinbuttern. Unterschiedlichen Menschen sind unterschiedliche Dinge wichtig. Who am I to judge? Aber man selbst sollte nicht anfangen, sich deswegen komplett für jemanden zu verändern, obwohl man sich eigentlich immer mochte. Was wirklich hilft, ist darüber zu reden. Auch wenn es für das Problem keine direkte Lösung gibt, denn klar, manchmal fühle ich mich immer noch nicht gut genug neben ihm. Aber es ist eben genauso wichtig festzuhalten, dass er sich auch nicht verändern soll, nur dass ich mich wieder wohler fühle. That's a me-problem, an dem ich mit meiner Therapeutin arbeiten kann. Denn im Endeffekt gehört jeder Körper einzig und allein dem Menschen, der in ihm wohnt. Und darin muss nur diese Person sich wohlfühlen. Unabhängig davon, was andere sagen, denken oder sind. Danke fürs Zuschauen. Ein neues Video kommt jetzt jeden ersten Freitag im Monat um 14 Uhr. Und wenn ich Bock habe, noch ein zweites im Monat. Unterstützen könnt ihr mich auf dem Thanks-Button da unten. Und ansonsten, tschüss!